Du hast eine klasse Ausstrahlung. Du hattest ja schon immer einen exzellenten Geschmack bei Autos und bei Frauen. Vielen Dank für die Blumen. Die soll ich abgeben? Danke. Du stehst auf Marlene. Lässt sich wohl kaum leugnen. Was ist mit Helena und meinem Bruder? Du bist also Helena von Lahnstein. Wie, die beiden kennen sich? Du bist Andys Bruder. Du hast wirklich viel durchgemacht. Komm mal her. Wie lange läuft das schon mit euch beiden? Vorsicht, da steht eine ganze Menge Zeug rum. Hey, was machst du denn hier? Das ist ja ein netter Empfang. Ja, Kim und ich, wir tauschen die Zimmer. Sie findet die Aussicht von meinem oben irgendwie schöner und ich... Kim und ihre Extrawünsche. Hat sie wohl von dir? Ich brauchte mal einen Tapetenwechsel. Und du? Bist du durch mit der Reha? Ja, heute war die Abschlussuntersuchung. Da dachte ich, schau mal vorbei. Ja. Lust auf einen Kaffee? Kaffee. Es muss wohl richtig Spaß machen, den Ex mit seinem großen Bruder zu verarschen. Wie lange läuft das schon mit euch beiden, hä? Andi, hier läuft überhaupt nicht. Du hast mir heute noch gesagt, dass du Helena überhaupt gar nicht kennst. Weil ich die ganze Zeit nicht wusste, dass es deine Helena ist, Mann. Es stimmt, Daniel kennt mich nur unter Isabella. Was ist denn das dann mit euch beiden? So eine Art Rollenspiel? Bist du dann der feurige Roberto? Und ihr macht Doktorspiele in der Besenkammer, oder wie? Das ist Bullshit. Komm, Nico hat dir doch erzählt, dass ich freiwillige Sozialstunde im Krankenhaus mache. Mann, ich habe Isabella als Namen angegeben, weil es mein zweiter Vorname ist und weil ich nicht wollte, dass die Presse sich wieder auf mich stürzt. Daniel hatte keine Ahnung. Ich habe ihm gerade eben erzählt, wie ich wirklich heiße. Alter, ich bin dein Bruder. Ich würde dich niemals hintergehen. Schon gar nicht mit deiner Ex. Aber du hast das doch die ganze Zeit gewusst, richtig? Nicht sofort, aber irgendwann schon. Ja, und dann? Warum hast du dann nichts gesagt? Keine Ahnung, ich habe einfach den richtigen Moment verpasst. Ja, ihr habt bestimmt noch einiges zu klären. Respekt. Du bist ja noch besser in Form als zu Schulzeiten. Wie oft trainierst du die Woche? So oft es geht. Ja, mir fehlt leider die Zeit. Und der richtige Partner. Oder der richtige Anreiz. Vielleicht sollten wir den Einsatz erhöhen, so wie früher. Das, was mich interessiert, kann man nicht beim Fechten gewinnen, glaub mir. Was war das denn jetzt? Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber gedacht. Und deswegen nur eine kleine Gedankenstütze von mir. Finger weg von Marlene. Angekommen. Ich glaube eh nicht, dass ich bei ihr landen könnte. Ich bin doch nicht blind, mein Freund. Egal, was ich hier für Avancen mache, am Ende bist du doch derjenige, der sie bekommt. Eine Frau wie Marlene bekommt man nicht, man gewinnt sie.
hast du denn erfahren, dass Daniel mein Bruder ist? Vor ein paar Tagen. Du hattest doch dieses Treffen eingefädelt mit Nico und mir, damit wir uns bei dieser Renovierungsnummer aussprechen. Jedenfalls, ich war früher da und Daniel lag schlafend auf der Couch. Ich weiß von Jessica, wer er ist. Warum hast du das dann nicht gleich aufgeklärt? Ich wollte es Daniel ja sagen, aber keine Ahnung, es hat nicht geklappt. Und jetzt ist Nico mir ja zuvorgekommen. Was soll denn das Ganze überhaupt? Du arbeitest hier im Auktionshaus Nasdaq, dann schiebst du hier Sozialstunden. Was ist denn das? So eine Art Schuld- und Sühne-Ding? Irgendwas muss ich tun. Philipp ist tot, Mann. Diese Bewährungsstrafe, das ist ein Witz. Ich habe endlich das Gefühl, mal was Sinnvolles zu tun. Knutschen zum Beispiel. Dan hat mir erzählt, dass ihr die ganze Zeit einen auf Ehepaar gemacht habt. Aber ich meine, warum auch nicht? Er ist doch auch ein cooler Typ. So von einem Bruder zum nächsten? Der Kuss. Das habe ich doch nur für Frau Ried getan. Sie hat Alzheimer und glaubt, ich bin ihre Tochter. Ich will nichts von Daniel. Er ist nur ein Kollege. Ich bin doch sowieso weg vom Fenster. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, Frau von Lahnstein. Mit der Mondschaufellinie Clarisse Lahnstein ist alles unter Dach und Fach. Wann kommen denn die Kleider? Ja, es ist nur, ich hätte eine Idee. Also das Hochzeitskleid ist doch der Höhepunkt jeder Kollektion. Und deswegen sollte das ja nicht irgend so ein Model tragen, sondern jemand ganz Besonderes. Jemand mit Ausstrahlung, mit Stil, mit dem jeder sofort Inzest in Verbindung bringt. Und jetzt raten Sie mal, an wen ich dabei gedacht hatte. Ja, aber das ist... Frau von Lahnstein? Aufgelegt. Blöde Kuh. Sie sprechen gerade von meiner Frau? Für mich einen Kaffee, bitte. Für mich auch, bitte. Komm sofort, gerne. Und, wie geht's deinem Fuß? Du, der ist fast wieder verheilt. Die Reha hat wirklich Wunder gewirkt. Und du? Stehst du wieder auf der Bühne? Noch nicht ganz, aber bald. Siehst echt gut aus. So ein bisschen so, als hättest du Urlaub gemacht. Danke. Ich war bei Oma und in Hagen. Also der Stadt. Okay, und für einen Auftritt? Nee, auf dem Weg zu Oma hat Tristans Navi rumgesponnen und plötzlich standen wir vor dem Ortsschild von Hagen. Klingt komisch, aber jetzt bin ich durch mit Hagen. In jeglicher Hinsicht. Offensive Vergangenheitsbewältigung mit Erfolg. Das freut mich für dich. Ehrlich. Mich freut, dass du wieder reiten kannst. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass du deinen Job an den Nagel hängen musst und nie wieder auf die Beine kommst. Ich war wahnsinnig stolz auf dich, dass du das Derby gewonnen hast. Ich konnte dir das in dem Moment nicht so zeigen, aber ich habe immer an dich geglaubt. Danke. Dana, hör mal, ich habe mich schon meiner ganzen Familie entschuldigt wegen dieser vorgetäuschten Schwangerschaft. Aber du bist die Person, bei der diese Entschuldigung am nötigsten ist. Marlene, ich Nimm muss... sie an. Bitte. Natürlich. So, und jetzt bist du dran. Womit? Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Marlene, entschuldige, aber ich kann mich nicht länger dafür entschuldigen, dass Hagen und ich uns lieben. Und 2 Kaffee, die Damen. Wir haben da was falsch verstanden. Das mit der Kuh, das war nicht ernst gemeint. Und das war auch gar keine Anspielung darauf, dass Ihre Frau gerade stillt, ne? Also was ich jetzt eigentlich gemeint habe, ist, dass Frau von Lahnstein, glaube ich, ein bisschen vorschnell eine Idee von mir abgelehnt hat. Kann man ja auch verstehen, Stillhormone und so. Was ist das denn? Wo sind denn meine Sachen? Nebenan.
Übrigens, ich habe den Umzug ganz alleine gemacht. Meine Güte, hatten Sie viel Kram. Wie kommen Sie eigentlich dazu, in meiner Abwesenheit mein Büro auszuräumen? Das müssen Sie Ansgar fragen, das war seine Idee. Will ich was erzählen? Warum sind Sie eigentlich schon aus New York zurück? Schuckeln. Na los! Mailbox. Sind das die Kleider für die Preview? Seien Sie beruhigt. Ich würde wirklich gerne eine Idee von mir mit Ihnen besprechen. Sie ist wirklich eingeschlafen. Sie haben ja scheinbar doch noch ein verborgenes Talent. Wissen Sie, ich habe noch ein ganz anderes Talent. Was auch immer Ihre Idee ist, meine Antwort ist die gleiche wie die meiner Frau. Und das Ende der Diskussion. Hey. Warum hast du nichts gesagt? Ich hätte dich abgeholt. Ich hab's einfach nicht mehr ohne dich ausgehalten. Frag mich mal. Ich habe schon die Stunden gezählt, bis du endlich wieder da bist. Ich hab dich so vermisst. Moment mal. Wir sind hier noch im Büro und außerdem will ich dir was erzählen. Ich habe mich vorhin mit Marlene getroffen. Und sie hat sich für alles entschuldigt. Wow. Es war zwar noch nicht ganz so wie früher, aber immerhin konnten wir halbwegs normal miteinander reden. Und wie fühlst du dich jetzt? Ganz gut. Ich habe ja auch gesagt, dass ich mich nicht länger für uns entschuldigen werde. Wie hat sie es aufgenommen? Gefasst, würde ich sagen. Tapfer? Okay, das klingt ja so, als hättest du heute einen richtig guten Tag gehabt. Ja. Kein Wort der Entschuldigung. Dabei habe ich ihr doch auch gesagt, dass es mir leid tut. Damit Dana sich wieder das Büßerhemd anzieht, weil sie in Hagen verliebt ist? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ich stehe auf deiner Seite immer. Alles andere würde mich unglücklich machen. Und jetzt soll ich ihr verzeihen? Einfach so? Nein. Vorher solltest du sie noch auf eine Büßerfahrt schicken, wo sie irgendeinen heiligen Berg auf Knien hochrutscht. Ja, und du rutschst am besten gleich mit. Könnte dir auch nicht schaden. Jetzt mal im Ernst. Was willst du? Geht es dir immer noch um Hagen? Nein. Ja, ich weiß auch nicht. Eine Ehe ist ein rechtliches Arrangement. Aber deswegen erwirbst du keine lebenslangen Rechte an dem anderen. Nein. Marlene, es dauert einfach ein wenig, bis es zwischen Dana und dir wieder so wird wie früher. Und wenn es nie wieder so wird wie früher? I picture you in the sun, wondering what went wrong, and falling down on your knees, asking for sympathy, and being caught in between all you wish for and all you see, and trying to find anything you can feel that you can believe in. May God's love be with you always. Na, May God's love be with alles in Ordnung? Ja, klar. Ich bin etwas müde. you. Now I would apologize if I could. Ah, Quatsch. Nichts ist in Ordnung. Das ist einfach alles zu viel. Andi, jetzt komm schon. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass sie deine Helena ist. Als du ankamst, hat sie mir gerade von Philipps Unfall erzählt. Was hat sie dir denn sonst noch so erzählt? Nichts. Sie war die ganze Zeit die geheimnisvolle Isabella, die nichts von sich preisgibt. Jetzt weiß ich aber auch warum. Als ich bei der Polizei gestanden hatte, da war ich so erleichtert, dass ich nicht mehr lügen muss. Und jetzt habe ich doch wieder alle angelogen.
Dabei wollte ich Andi so gerne die Wahrheit sagen. Was meinst du? Ich habe ihm versichert, dass Daniel nur ein netter Kollege ist. Nichts weiter. Verstehe. Aber das hat sowieso keine Zukunft. Und jetzt kapier doch endlich, dass ich nichts von ihr will. Aber der Kuss hat dir gefallen. Ja, schon. Für mich war sie höchstens eine 3. Eine 3? Helena ist mindestens eine 9, wenn nicht sogar die 10. Wir waren uns ja völlig einig, dass wir einen komplett unterschiedlichen Geschmack haben. Bis jetzt schon. Außerdem werde ich Helena eh nicht mehr so häufig sehen. Wechselt ja jetzt das Krankenhaus. Sorry, aber ich muss los. Ja, aber ich dachte, wir schrauben hier noch ein bisschen rum. Nee, jetzt nicht. Nimmst du das Werkzeug mit? Klar. Bis später. Hallo? Justus, was machen Sie da? Die Gräfin kämpft mit dem Schlaf. Oh, das ist ja Emma. Ich habe leider den Text des Liedes vergessen. Ich glaube, das macht nichts. Sie ist längst eingeschlafen. Wirklich? Ja. Hallo, Elisabeth. Sebastian. Und die Gräfin ist eingeschlafen. Danke, Justus. Sie sind ein Held. Kümmern Sie sich dann bitte jetzt um die Kleider? Ehrlich gesagt zöge ich es vor, weiter zu summen. Nachdem ich mich um die Kleider gekümmert habe. Vielleicht möchten Sie gerne weiter summen. Verzeihung. Wann seid ihr denn zurückgekommen? Emma und ich sind vor 2 Stunden gelandet. Tanja ist noch in New York geblieben. Sie hat dich alleine mit Emma hierher fliegen lassen? Dieser durchgeknallte Reverend hat bereits Drohbriefe geschickt und seine ganze Pressemeute auf den Hals gehetzt. Dann haben wir es vorgezogen, Emma aus der Schusslinie zu bringen. Mein Gott, dieser Fanatiker. Hier ist sie auf jeden Fall besser aufgehoben. Ich glaube, sie hat ihren Bodyguard schon gefunden. Wusstest du eigentlich, dass Justus den 5. Dan im Judo hat? Den 6., wenn ich dich korrigieren darf. Dann sollte ich aber schnell mal dafür sorgen, dass dieser Reverend Justus mal über den Weg läuft. Ich bin hinreißend und wunderschön. Der Laufsteg ist meine Bühne. Ich bin hinreißend und wunderschön. Hi. Hey. Ist Andi nicht da? Du hast übrigens was im Gesicht. Nein, er ist nicht da. Bist du wieder auf Beutefang? Ich konzentriere mich nur noch auf Dinge, die ich beeinflussen kann. Wie meine Karriere. Ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich habe mein Leben in der Hand. Deine Drogen hätte ich gerne. Hat sich Olli eigentlich schon mal wieder bei dir gemeldet? Hast du ihm noch nicht gesagt, dass du in Düsseldorf geblieben bist? Wann denn? Als ich es ihm sagen wollte, ist er mit diesem Raphael nach Ibiza abgehauen. Ich habe nur noch die Rücklichter des Taxis gesehen. Ja, aber nur weil er denkt, dass du den Job in Brandenburg angenommen hast. Nein, weil er seinen Spaß haben will. Und eindeutig nicht mit mir. Wozu soll denn das Ganze hier gut sein? Morgen wird die neue Kollektion Linie Clarisse Lahnstein den wichtigsten Einkäufern präsentiert. Und ich werde das Brautkleid tragen. Du hast doch gar keine Erfahrung auf dem Laufsteg. Naja, so schwer kann das ja nicht sein. Außerdem bin ich Profi. Profi? Moment. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Gräfin. Sie haben Besuch. Herr Fritsche. Ja, ein Fritsche gibt so schnell nicht auf. Schon gar nicht bei einer Frau wie dir. Andi, wir haben doch schon alles versucht. Du vielleicht. Aber ich noch nicht. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ist es wegen Daniel? Nein.
Andi, wir beide, wir hatten uns schon getrennt. Da habe ich ihn noch nicht mal gesehen. Du hast dich von mir getrennt. Und jetzt ist er da. Und du kennst ihn. Ihr arbeitet zusammen. Und ihr versteht euch gut. Und ich muss ganz einfach die Wahrheit wissen. Hast du dich in Daniel verknallt? Ja. Aber er weiß es nicht und es soll bitte auch so bleiben. Also du hast dich selbst als Model für die Preview im Schneiders gebucht? Hallo? Ich bin das Gesicht von Inzest. Jeder kennt mich. Und das Brautkleid ist der Höhepunkt der Kollektion. Dann ist es ja auch klar, dass ein Promi das Kleid trägt. Hat auch Tanja gesagt. Damit hat sie bestimmt nicht dich gemeint. Ich weiß einfach nicht, was in mir steckt. Jessica, dein Selbstbewusstsein in allen Ehren, aber... Hey, ich habe hart trainiert. Und es hat sich auch gelohnt. Warte. Das hier ist cool. Das hier ist geheimnisvoll. Und das ist erotisch. Also für mich sah das alles gleich aus, irgendwie langweilig. Moment. Langweilig kann ich auch. Und jetzt pass auf. Sind das da Eier unter deinen Füßen? Christian, so trainieren die Profis für den Catwalk, ja? Verdammt! Ups. Im Fernsehen sah das irgendwie ganz leicht aus. Ja, im Fernsehen kann auch jeder reiten und im Fernsehen braucht auch keiner eine Berufsausbildung. Models sind alles Quereinsteiger. Die tun aber trotzdem mehr für ihren Job, als sich irgendwelche Eier unter die Füße zu binden. Mann, das mit dem Brautkleid ist meine letzte Chance. Ich muss das irgendwie schaffen. Also ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn du wirklich was reißen willst, dann brauchst du eindeutig mehr Training. Und wie soll ich das anstellen? Wärst du ein Jockey, würde ich sagen, rauf aufs Pferd. Bei dir heißt es dann wohl eher rein ins Kleid. Die Kollektion wird doch total geheim aufbewahrt. Ich weiß noch nicht mal wo. Wie soll ich denn da rankommen? Das ist mein 3. Sieg. Gibst du auf? Auf gar keinen Fall. Revanche. Hey. Kommt gerade richtig. Dana ist dabei, mich hier nach Strich und Faden abzuziehen. Was? Du lässt dich von einer Frau abzocken? Was soll das denn heißen, du Schubi? Sie wissen wohl nicht, wen Sie hier vor sich haben. Und vor allem wissen Sie nicht, wer unser Vater ist. Auf dem Försterseminar nannten Sie ihn nur den Kicker King. Klingt gefährlich. Mich müsst ihr allerdings noch überzeugen. Also, Jungs gegen Mädchen? Nee, das willst du nicht. Wenn Dana und ich zusammenspielen, dann seht ihr beiden kein Land mehr. Ja, ich bin geneigt, das zu glauben, lieber ein gemischtes Doppel. Klingt irgendwie sicherer. Bereit? Bereit. Hey, braucht den Schiedsrichter? Alexander, darf ich vorstellen, mein alter Schulfreund Alexander, das ist mein Bruder Hagen und das ist Dana. Hi. Hey. Hi. Na? Ja, das erste Tor geht auf Marlene, würde ich sagen. Tristan, halt dich besser raus, also jedenfalls, wenn du gewinnen willst. So, dann mal los. Okay. Mal ein bisschen Mühe. Tor! Ja! Na komm, Und 2.
Ja! Jessica? Was ist los? Gibt's ein Problem? Ja. Nein. Darf ich kurz reinkommen? Es dauert auch nicht lang. Das will ich hoffen. Also, es geht um die Gästeliste für die Preview morgen im Schneiders. Ich dachte, Sie sollten vielleicht mal einen Blick darauf werfen. Meine Frau sich die denn noch nicht angesehen? Ich guck mir das später an, ja? Sie finden doch alleine raus, oder? Verdammt, wo müssen die Kleider noch sein? Ich glaub, mich tritt ein Pferd. Jessica, was machst du hier? Ich warte darauf, dass Herr von Landstein mich zu den Kleidern bringt. Weißt du, wo sie sind? Netter Versuch. Wenn ich dich nicht besser kennen würde. Jetzt sag schon. Sind Sie hier? Justus, Sie kommen wie gerufen. Da drin ist jemand, der einen Riesenhunger hat. Ah, decken Sie das Bäuerchen. Ja. Und nun zu dir, Fräulein. Wenn du dir einbildest, du könntest... Onkelchen, wenn du irgendwas über die Kleider weißt, ja? Dann musst du es mir sagen. Sofort. Mitkommen. Jessica! Ja! 9:2. Spielbar. Kommt, lasst es uns hinter uns bringen, mir reicht's. Es ist doch noch nichts verloren. Ja, genau. Na also, wer sagt's denn? 9:3. Okay. Was sollte das? Was denn? Du hast ein Tor geschossen. Das Tor zählt nicht. Dana hat absichtlich aufgemacht. Quatsch, ich habe einfach nicht aufgepasst. Jetzt glaub nicht, dass ich von dir hier irgendwelche Almosen nehme. Marlene. Weißt du was, vergiss es einfach. Du hast eh schon alles. Wieso nicht auch noch den Sieg? Marlene. Das mit dem Tor, das war wirklich keine Absicht. Das war doch ein faires Spiel. Fair? Du tottelst ja die ganze Zeit mit meinem Mann und nennst es auch noch fair? Ich habe dir nichts weggenommen, was du nicht sowieso schon verloren hast. Jetzt komm mir bloß nicht mit Versöhnung. Und Tristan, ganz egal, wie oft du mich noch durch Hagen schleifst, es gibt einfach Dinge, die kann man nicht verzeihen. Und was Dana getan hat, gehört einfach dazu. Wir waren Schwestern. Du hast alles kaputt gemacht. Marlene, die Einzige, die hier gerade alles kaputt macht, bist du. Jetzt lass die Lily Rose mal auf der Bühne. Marlene, du musst endlich einen Schlussstrich ziehen. Akzeptiere, dass Hagen dich nicht mehr liebt. Du kannst dich nicht ewig in Selbstmitleid suhlen. Geh endlich einen Schritt weiter. Ach ja, mit dir vielleicht? Vergiss es. Ich will jetzt was trinken. Und zwar mit einem Mann, der noch nicht mit meiner Schwester geschlafen hat. Und? Sind die Kleider wirklich sicher verwahrt? Worauf du dich verlassen kannst. Sind Sie hier oder in der Firma? Sicher verwahrt bedeutet in der Regel, dass niemand weiß, wo sie sind. Außer dir. Und wenn ich dich jetzt darum bitten würde, sie mir zu zeigen. Also nur so, damit ich mal einen Blick drauf werfen kann. Dann würde ich dich fragen, ob du sonst keine Probleme hast. Ich werde die Kleider bis zur Preview mit meinem Leben verteidigen. Ach, Onkelchen, wie schön, dass Frau von Lahnstein ausgerechnet dich mit dieser Aufgabe betraut hat. Ich habe ihr natürlich gesagt, dass sie dafür keinen besseren finden kann. Du? Hallo, ich bin Ihre persönliche Assistentin. Wir sind so. Oh. Okay, Justus, ich sollte dich doch in Ihrem Auftrag testen. Du hast den Test bestanden.
Es hat im Kaminzimmer geläutet. Ich muss los. Husch, husch, an die Arbeit. Die Herrschaften warten nicht gerne. Es läuft alles wie geplant. Wirklich. Die Kleider sind in Sicherheit und nur Justus weiß, wo sie sind. Er hat sogar jetzt einen großen Konflikt. Er weiß nämlich nicht, auf wen er mehr aufpassen soll. Auf die Kleider oder auf unsere kleine Emma. Natürlich, Frau von Landstein, ja. Aber was soll ich meinem Onkel sagen? Denn der verteidigt die Kollektion bis aufs Messer. Ja, okay. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass er mir das glaubt. Vielleicht sollten Sie doch besser mit ihm sprechen. Keine Zeit? Okay, ja, klar, verstehe ich. Ja, natürlich, ich werde alle Nähte überprüfen. Mhm. Nein, ich glaube, das ist nicht nötig. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich schaffe das, auch wenn es die ganze Nacht dauert. Ja, Frau von Landstein. Wiederhören. Oh. Die Gräfin aus New York? Oh Gott, ich sag dir, totale Katastrophe. Die Schneiderin, die hat irgend so einen fehlerhaften Faden verwendet und jetzt muss ich bei allen Kleidern jede einzelne Naht überprüfen. Ich sage ja, es ist ein netter Versuch. Tanja, es läuft alles nach Plan. Ich rufe dich morgen nach der Show an, ja? Ich küsse Emma von dir. Ich glaube, du weißt ja gar nicht, worum es geht, ne? Es geht um Tanjas Firma. Wenn ein einziger Faden lose ist, dann ist alles vorbei. Alles. Stell dir das doch mal vor. Ein Fadenlose, das Model steht plötzlich im Schlüpper auf dem Laufsteg. Bitte keine Details, ich bin noch im Dienst. Gut. Dann rufen wir jetzt Frau von Landstein an und du sprichst einfach selber mit ihr. Da wird sie sich freuen. Moment, das ist... Du solltest zu ihr gehen. Warum? Sie amüsiert sich doch ganz hervorragend. Sie will dich doch nur ärgern. Tristan, ich sehe doch, was mit dir los ist. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben Dana und Hagen glücklich bis an ihr Lebensende. Und die böse, missgünstige Schwester wird vom Schicksal verfolgt, weil sie ihnen ihr Glück nicht gönnt. Geht so die Geschichte der Lily Rose aus? Nein, die findet eine neue Liebe. Einen wunderschönen, strahlenden Prinzen. Musiker sind doch wie Märchen. Er wird nach Strich und Faden belogen. Aber manchmal nehmen Märchen auch eine interessante Wendung. Und die Schwester bekommt den Prinzen. Wenn du mich fragst, dann ist der Mann ein Idiot. Und der neue Prinz ist ein Glückspilz. Auf den neuen Prinzen. Und den alten soll die Pest holen. Nein, warte, der alte soll die Pest holen. Ich will euch beiden ja nicht den Abend verderben, aber ich denke, es ist besser, wenn ich dich jetzt nach Hause bringe. Geh doch wieder zu Dana, die verstehst du doch sowieso besser als mich. Weißt du was? Ich möchte noch woanders hingehen, ohne Anstandsverbau. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann viel Spaß. Was meinst du? Wie lange wird es dauern? Du, ich muss jede einzelne Naht überprüfen und ausbessern. Was weiß ich, wie lange das dauert. Bin ja keine Nähmaschine, ne? Brauchst du Hilfe? Sag bloß, du kannst sowas. Gott, nähen war Teil meiner Ausbildung. Auf meinem Seminar in der Schweiz, da habe ich Tag und Nacht... Danke. Ich glaube, ich schaffe das alleine. Falls ich doch ein Problem habe, sage ich Bescheid.
Aber bitte, bitte, es darf nichts schiefgehen. Ja. Haben wir uns verstanden? Okay, Justus. Wahnsinn! Die kriegen sich auch wieder ein. Weißt doch, wie die Leute sind. Hm? Ich fürchte nur, in meinem Fall haben Sie recht. Wahre Flucht mit Todesfolge. Hey, du hast dich der Polizei gestellt und hast dich verurteilen lassen. Und arbeitest hier freiwillig Sozialstunden ab. Ich glaube, du bezahlst mehr als genug für das, was du getan hast. Hey, Wogen der Leidenschaft. Klingt nach Frau Ried. Heißt es, du bleibst jetzt doch hier? Ja, ich dachte, jetzt wo alles geklärt ist, kann ich auch am St. Vinzenz bleiben. Ja, Andi war ja vorhin bei dir. Ja, wir haben geredet. Er ist auch total fertig wegen der Sache mit dir und also mit uns. Und darum sollten wir vielleicht Uns aus dem Weg gehen? ja. Und wir sollten auch Frau Ried nicht mehr gemeinsam besuchen. Genau, das wollte ich dir auch vorschlagen. Ja, nicht, dass er uns noch mal zwingt, uns zu küssen. Furchtbarer Gedanke. Jedenfalls schön, dass du doch da bleibst. Bis dann. Bis dann. Ja. Nachts? Oh Gott, fahren wir wissen auf so eine bekloppte Idee gekommen. Aber es hat doch richtig Spaß gemacht, oder? Wieso haben die da uns überhaupt reingelassen? Der Besitzer ist ein alter Freund von mir und ich hatte noch was gut bei ihm. Oh, typisch Mann. Aus allem ein Geheimnis machen. Hast du noch mehr Geheimnisse? Männer können nicht lügen, das weißt du doch. Es kommt ganz drauf an. Es gibt welche, die können das ganz fantastisch. Ja, aber ich gehöre nicht dazu. Und deshalb sage ich jetzt auch ganz ungeheimnisvoll, dass ich gerne noch einen kleinen Schlummertrunk mit dir nehmen möchte. Kein Wunder, dass du so geweint hast. Wer so einen Hunger hat, der kann natürlich auch nicht schlafen. Hm? Ja. Hm. Genau.
Was ist hier los? Ich verstehe gar nicht, warum sie mit diesem Alexander überhaupt mitgegangen ist. Ja, er ist charmant, sieht verdammt gut aus. Scheinbar so gut, dass man seinetwegen auch mal einen Ball verspielt. Ja, aber er ist Tristans Freund. Sie weiß ganz genau, wie sehr sie ihn damit trifft. Du kennst doch Marlene. Wenn sie verletzt ist, schlägt sie um sich. Und Alexander profitiert wahrscheinlich gerade davon. Stimmt was nicht? Bin irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Aber dagegen können wir doch was tun. Er weiß genau, was er tut. Ich wünschte, das könnte ich von Marlene auch behaupten. Warte. Alexander. Was? Ich kann das nicht. Es gibt jemanden anderen. Vergiss ihn einfach. Ich will jetzt gehen, okay? Ich bin so verrückt nach dir, Marlene. Ich will das nicht. Lass mich los! Ich mag es, wenn du so wild bist. Du machst mich erst auf. Ich gehe raus. Lass mich los! Oh, du tust mir weh!